Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der nächste Shakes and Fidget Cup findet ja am Freitag um 18 Uhr, also diesen Freitag 18 Uhr statt, auf Twitch und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Allerdings gab es bei der Organisation ein, zwei kleine Problemchen. Und zwar hatten mir sehr viele Leute, die mir ja leider schon fest zugesagt haben, abgesagt gehabt, wodurch sich das Spielerfeld nochmal etwas geändert hat, intern, sag ich mal. Ne? Und ja, dadurch kommt es jetzt zustande, dass wir nochmal momentan gerade suchen. Also falls ihr noch eventuell Interesse haben solltet, beim Shakes and Fidget Cup mitzumachen, könnt ihr mir noch sehr gerne schreiben. Ansonsten möchte ich euch in dem Video kurz mal die Teilnehmer vorstellen, die mit dabei sind, plus halt nochmal die Regeln erläutern und was überhaupt der Shakes and Fidget Cup ist, für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was hier ja, so passiert. Vorab erstmal ganz kurz die Teilnehmer. Es gibt wieder ein Showmatch. Das findet statt zwischen Gorgos und Chase. Ja, das wird auf jeden Fall sehr cool werden und das ist auch schon fix. Da hatten wir beide schon Bescheid gesagt und da ist auch nichts dazwischen gekommen. Dann gab es sehr viele, ja, leider Sachen, die, ja, wodurch die Leute mir zugesagt haben und dann keine Zeit mehr gehabt haben. Das Problem dabei ist, um euch das kurz zu erläutern, ja, es wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und zwar, das Problem ist, dass ich ein bestimmtes Zeitfenster habe, wo ich die Accounts erstellen muss und ja, wo ich die E-Mails erstellen muss, die SF-Accounts mit den ja, dazugehörigen EU24-Accounts plus halt E-Mails und so weiter und so fort, weil die muss ich ja dementsprechend an Playa weiterleiten, damit die dort auch die Chars abnehmen können und auch die Pilze draufladen können. So, und das ist passiert. Ich hatte vorab dann ein paar Leute ausgesucht gehabt und genau, dann ist halt eben, ja, das Problem ist halt eben dabei, dass ich das Ganze bis letzte Woche Freitag machen musste, weil das war der letzte Tag, wo die Playa Games Mitarbeiter noch dabei gewesen oder noch da gewesen sind. Diese Woche haben sie leider Urlaub beziehungsweise sind auf der Gamescom und haben jetzt keine Zeit beziehungsweise meine Ansprechpartner da bei Playa Games sind halt eben die Woche nicht da, wodurch ich jetzt nicht nochmal die Namen ändern lassen kann oder nochmal andere Accounts hinzufügen kann. Deswegen das Zeitfenster war begrenzt, wodurch ich auf Nummer sicher gehen musste, dass die Leute halt wirklich dann auch zusagen. Leider haben die Leute dann ja an dem oder einen Tag später dann ein paar Leute abgesagt gehabt, wodurch dann es zu etwas ja Engpässen gekommen ist, sag ich mal. So, wer jetzt noch mit dabei ist Swatter. Ja, der ist wieder mit dabei. Aber allerdings auch schon als Ersatzspieler. Für Swatter war eigentlich auch schon jemand anderes geplant. Ja, aber Swatter ist quasi als SF-Coaching mit eingesprungen sozusagen. Ja, dann sollte eigentlich AMR auch mitmachen, weil er letztes Mal auch Bock drauf gehabt hatte. So, und AMR sollte eigentlich gegen Masked Man spielen. Die sind jetzt beide nicht dabei. Ja, also im Prinzip haben wir jetzt noch weiterhin Nate hier mit am Start, der mit dabei ist und ja, der hatte mir auch zugesagt, da passt alles, hatte mir jetzt auch noch keine Absage geschickt so und wir haben hier einmal Zeus vom der über den SF Coaching Discord aufmerksam geworden ist. Ja, leider kam aus unserer beziehungsweise aus meiner deutschen Community fast gar keine Anfragen rein, muss ich so sagen. Ja, also beziehungsweise keine neuen Anfragen. Die letztes Mal dabei waren, beziehungsweise die letztes Mal dabei sein wollten, die wollten auch diesmal wieder mit dabei sein, hatten aber leider wieder keine Zeit gehabt. Ja, also sehr gute Spieler, die letztes Mal dabei gewesen wären, so, ne, aber halt eben nicht konnten, weil Plätze belegt und so. Wollten diesmal keine Zeit gehabt, leider auch wieder. So, neue Anfragen kamen jetzt nicht so viele rein. Zumindest nicht aus der deutschen Community, aus der, ja, aus dem SF-Coaching-Bereich, ich denke mal aus der tschechischen und polnischen Community. Da kam das Format anscheinend sehr gut an und da habe ich einen Großteil der Anfragen bekommen tatsächlich. Ja, also da sind viel mehr Leute auf mich zugekommen als aus unserer deutschen Community so, was ich ein bisschen komisch finde, aber es ist nun mal so und von daher, ja, genau. Dann
ja, haben wir jetzt momentan halt eben gerade 3 Spieler, ja. Wir haben hier einmal Nate und Zeus. Die beiden, die werden auch gegeneinander spielen. Und dann brauchen wir jetzt im Moment gerade noch einen Gegner für Swatter. Ja, weil halt eben da mehrere Leute mir dann abgesagt haben, so leider, ne, nachdem die Accounts erstellt worden sind. Das Problem dabei ist, dass die Accounts trotzdem jetzt halt da sind mit den Namen und die müssen halt auch gespielt werden, so, weil da der Account ist schon fix, Pilze sind schon drauf und man muss quasi unter den Namen spielen. Aber wenn ihr jetzt mir schreiben wollt und ihr wollt da mitmachen, dann kann ich euch da unter anderen Namen halt eben, ja, mit anmelden, ne? Und dann schreibe ich das halt eben in mein Stream-Overlay rein, dass der gegen den spielt, aber halt eben mit diesem Account, ja, weil der Name halt schon fix ist, sozusagen. Das werde ich nächstes Mal anders machen. Nächstes Mal werden wir gar keine Namen vergeben. Da wird es dann einfach heißen Player 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Weil wenn das nochmal passieren sollte, dann kann man das switchen und man muss nicht unter fremden Namen spielen oder so. Ja, genau. Dann haben wir hier halt eben einmal je nachdem, wer halt eben gewinnt, einen finalen Player-Account. Und dadurch, dass die Teilnehmer auch verschiedene Klassen diesmal auch gewählt haben. Also die Klassenauswahl ist diesmal ein bisschen größer als beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren viele Kundis mit dabei, hauptsächlich. Diesmal haben wir zum Beispiel Zeus, der einen Berserker spielt. Wir haben Nate, der einen Assassin spielt. Und Aurikos war halt hatte sich auch gemeldet als Reserve. So, den hatte ich eigentlich auch als Reserve geplant, der dann gegen Swatter spielen sollte. Musste mir dann leider auch absagen. Also wirklich komplette Mülltonne diesmal. Ja, es wird wirklich komplett Katastrophe. Ich hatte zwischenzeitlich schon überlegt, ja, soll ich das Ding abblasen? Aber es wird doch bestimmt Spieler da draußen geben, die da trotzdem Bock drauf haben. So, weil ihr könnt natürlich nach wie vor auch was gewinnen. Wie gesagt, die Accounts sind erstellt. Da sind jeweils 1000 Pilze drauf. Und mit den 1000 Pilzen müsst ihr gegen den jeweils anderen in einer halben Stunde versuchen, vom Level her so weit wie möglich zu kommen. Ja, ihr startet beide zum gleichen Zeitpunkt und in dieser halben Stunde versucht ihr mit den 1000 Pilzen so gut es geht zu wirtschaften, um halt eben das höchstmögliche Level zu erreichen. Wer das höchste Level hat, gewinnt und kommt eben weiter. Ja, wenn beide das gleiche Level haben, entscheidet sich, wer mehr XP hat. So, ihr könnt dabei als Teilnehmer bis zu 3000 Pilze gewinnen. Ja, der diesmal den Cup gewinnt, bekommt auch wieder 3000 Pilze und die 1000 Pilze auf dem Account sind schon bereits gestellt. Falls ihr auf EU24 hier spielen solltet, ist das kein Problem, weil die Accounts bekommt ihr von mir und das ist auch mit Player Games ist soweit abgesprochen, dass es kein Multi-Accounting gibt, wenn ihr hier jetzt irgendwie wenn ihr jetzt hier doppelt auf den Server spielen solltet oder so. Alles schon geregelt. Von daher easy, ja, also 1 gegen 1 Modus, 1000 Pilze, halbe Stunde, wer kommt am weitesten? Ganz easy erklärt. Es gibt ein paar Regeln, ja, die es auch beim letzten Mal gab. Third-Party-Tools sind verboten, darunter zählen Autoclicker, darunter zählen irgendwelche Bots, es zählen darunter irgendwelche Crawler fürs Sammelalbum etc. pp. Alles nicht erlaubt. Drops sind verboten, das heißt, wenn ihr bekommt die Accounts sowieso erst am Tag, wo halt eben gespielt wird. Die Drops werden nicht abgeholt beziehungsweise dürfen nicht genutzt werden. Der Hütchenspieler ist verboten bis auf das Achievement. Das heißt, die 1000 Pilze dürfen nicht dort einfach vergambelt werden oder so. Ja, also das bitte unterlassen. Es ist natürlich auch klar, dass keine weiteren Pakete oder zusätzliche Aufladungen passieren. Ja, also abseits davon wird hier auf dem Account natürlich nicht weiter reingecached, ist natürlich auch klar. Und Shakes and Fidget Tools ist erlaubt. Wenn ihr mit SF-Tools spielen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen nebenbei. Und ja, auch natürlich damit halt eben versuchen, soweit es geht, zu kommen, Dungeon-Prozente auszulesen oder was weiß ich. Alles, was SF-Tools kann, ist auch in der halben Stunde erlaubt. Wenn ihr das alles so gemanagt bekommt, ist das okay und das gehört halt dann auch quasi mit dazu. Ja, ansonsten ist soweit eben alles erlaubt. Ihr könnt ja die Festung nutzen, wenn ihr wollt. Das war auch eine Frage, die gekommen ist. Ansonsten haben wir jetzt hier im Moment gerade, damit die Teilnehmer das sehen, 1000 Ausbauten plus 50 Raids in der Gilde erfolgreich gemeistert. Plus das Gildenportal ist momentan beim dritten Akt 3 von 10.
Ja, nur für die Information, damit die Spieler wissen, worauf sie halt eben eingestellt sind. Genau, ansonsten, ja, der Aufruf nochmal an der Stelle. Wenn ihr möchtet, meldet euch sehr gerne bei mir auf Discord. Wir bräuchten noch einen Spieler und wenn es geht, einen Reservespieler, falls irgendwas dazwischen kommt. Ja, die Accounts stehen. Ihr müsst unter anderen Namen halt eben spielen, weil halt eben die Accounts jetzt fix sind. Und ihr habt halt die Chance, einfach 3000 Pilze zu gewinnen. Ihr müsst allerdings im Discord bei mir auf dem Discord-Server joinen, die Bildschirmübertragung anmachen und vielleicht kurz mit uns talken, damit wir wissen, wer ihr seid und auch ja, anhand erfahren, was ihr euch vielleicht gedacht habt, Strategien überlegt habt, etc. pp. Ganz kurz, knackiges, kleines Gespräch, so nichts Großes. So, ne? Ja, das auf jeden Fall dazu. Ansonsten hoffe ich, es ist ja noch bis Freitag ist ja noch ein bisschen Zeit, dass vielleicht noch ein, zwei Leute mir da schreiben oder so. Ansonsten war es das soweit. Ich denke, alle Informationen sind klar, Spielregeln sind klar. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.